Willkommen zu einer neuen actiongeladenen Folge GSP Airsoft. I'll be back. Servus zusammen, Joris, GSP Airsoft hier. Heute im Review-Schusstest der M9 A1 Bazooka Airsoft Grenade Launcher. 6 Kilo schwer. Ich habe im Hintergrund schon mal was aufgebaut, damit wir ein bisschen die Streuung feststellen können. Das ist jetzt ein etwas größeres Blatt Papier, 1 Meter mal 1,1 Meter. Und da werden wir dann auf eine Distanz von, ja, das ist jetzt eine gute Frage, 30 Meter mal drauf schießen und uns den Streukreis mal genau angucken. Das zum Schusstest. Vor dem Schusstest jetzt aber erst das Review zu dem M9 A1 Airsoft Grenade Launcher Bazooka. Ist völlig egal. Kommen wir zu den technischen Daten. Die Bazooka gibt es für 389 € bei Begadi. Geliefert wird das Ganze in 2 Teilen. Ihr müsst also den Grenade Launcher noch zusammenbauen. System ist hier natürlich Einzelschuss. Zu den Kaliberangaben. Wir haben eine 40 mm Airsoft Granate oder auch Einlegehülse. Die Bazooka kommt mit einer Länge von 1550 mm zu euch bei einem Gewicht von 5620 Gramm. Zum Magazin. Im Lieferumfang enthalten ist natürlich auch eine 40 mm Airsoft-Granate, die mit 108 Kugeln befüllt werden kann. Der M9 A1 Grenade Launcher ist ein Nachbau aus dem Zweiten Weltkrieg. Zu den Metall- und Plastikparts, das ganze Gerät wiegt gut 6 Kilo. Bedeutet für uns viel Metall verbaut. Das komplette Rohr von vorne bis hinten komplett aus Metall. Generell der ganze Grenade Launcher komplett aus Metall bis auf hinten. Dieser Rückhaltehebel, der natürlich nur Fun-Faktor, der hat nichts zu sagen. Hier komplett aus Kunststoff. Und die Schale vom Griff hier unten auch von beiden Seiten aus Kunststoff. Tut dem Ganzen natürlich keinen Abbruch. Wir haben dafür hier auch den Abzug komplett aus Metall gefertigt. Ansonsten generell alles hier dran, ehrlich gesagt nur zur Show. Hier kann man nicht viel dran bewegen oder sonst irgendwas. Das ist fest. Und wie gesagt, der komplette Grenade Launcher komplett aus Metall. Würde ich jetzt sagen, schauen wir uns mal das Magazin an oder eher gesagt die 40 mm Airsoft Granate. Viel gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir haben hier eine 40 mm Mad Bull Hülse, die 108 Kugeln fasst. Jede weitere Hülse kostet um die 60 €. Als erstes füllt ihr das Gas oben in die Hülse. Als nächstes einfach die 108 Airsoft BBs oben einlegen. Wenn ihr merkt, oben gehen keine Kugeln mehr rein, richtig festdrücken. Dann zeige ich euch das jetzt einmal mit der Hülse. Das hier ist jetzt oben. Hier kommt die Hülse rein. In dem Fall ist die rot. So, das Ganze einmal nach links herumdrehen. Dann können wir das Ganze rausziehen. Das Ganze kommt jetzt natürlich mit der Hülse raus. Und ja, die Hülse jetzt von dem Auswurf aus nach oben hin rausdrücken. So haben wir hier jetzt die Hülse in der Hand. Das Ganze jetzt, wie schon gesagt, oben mit Gas füllen, Kugeln rein. Hülse wieder nehmen, von oben reinstecken. Das bleibt auch fest sitzen. Dann einfach wieder drauf und nach rechts rum festdrehen und das Ganze sitzt auch fest. Jetzt noch zu denen, die noch keine Ahnung haben, so mit Airsoft-Granaten, wie funktioniert das? Nein, die rote Hülse wird nicht rausgeschossen. Nein, die bleibt schön hier vorne drin. Es werden hierbei nur die 108 Kugeln rausgeschleudert. Die Hülse bleibt hierbei drinne stecken. Das wäre nämlich sonst etwas schmerzhaft, wenn ihr da jemanden mit dieser 500 Gramm schweren Hülse treffen solltet. Da hat er was von. Dann kommen wir jetzt zu den ganzen Feature Parts, Sachen, die eigentlich zu nichts zu gebrauchen sind oder vielleicht doch. Wir haben erstmal hier für euren Trageriemen vorne, haben wir die gewissen Punkte, natürlich hinten dementsprechend auch. Dann haben wir hier zum Spaß, wie schon gesagt, diesen Hebel, der überhaupt nichts taugt. Dann hier die Schulterstütze, die könnt ihr euch, ja, die ist nicht verstellbar natürlich, die ist fest. Hier habt ihr hier einmal die 2 Einstellmöglichkeiten, die hier weiter oben tragen oder das Ganze etwas näher am Mann.
Was haben wir noch? Ja, die Visierung. Die Visierung. Die müsst ihr euch selber dran schrauben. Ihr habt da hier einfach eine Mutter. Das ist ganz easy. Und ja, die ist ausklappbar. Und jetzt habt ihr vorne noch eine Schutzkappe. Die könnt ihr auch nochmal aufklappen. Und jetzt schon mal der große Kritikpunkt, oder eher gesagt, das ist jetzt schlecht gemacht. Das ganze System hierbei ist nur für Rechtshänder. Jetzt, ich bin Linkshänder, okay, was mal im Schusstest, ist schon scheiße. So, aber ansonsten, wir haben hier einfach ein Fadenkreuz, nicht beleuchtet oder sonst etwas. Das zeige ich euch nachher auch nochmal. Und ja, ansonsten hier noch verstellbar mit Gradanzeige hinten dran. Also dementsprechend, wie weit ihr kommen wollt. Hier so eine kleine Einstellattrappe. In meinen Augen wird das nichts bringen. So, was haben wir noch so an Sachen? Wir haben hier natürlich noch einen Safety-Hebel, der sich hier auf der linken Seite des Handgriffs befindet. Nach oben entsichert und wieder nach unten drücken, gesichert. Das Ganze funktioniert auch wunderbar. Ansonsten hier noch so kleine Spielereien vom Handgriff hier vorne, hinten zum Ausgang. Solche Sachen, die keiner braucht oder eher gesagt einfach nur gut aussehen, aber wirklich nichts taugen. Tja, ansonsten natürlich auch diverse Markings. Hier zum Beispiel GSG Kaliber Einlegepatrone und dann das F im Fünfeck. Und hinten am Ende noch die Seriennummer, die muss ich jetzt allerdings nicht vorlesen. Dann zeige ich euch mal eben, wie das Ganze auseinandergebaut wird, damit wir das auch einmal haben. Jo, auseinanderbauen eigentlich ganz easy. Ihr habt auf der rechten Seite der Bazooka, habt ihr so einen kleinen, ja ich sag mal Hebel. Muss man nur hinterkommen, so, und der ist hier so beweglich. Jetzt dreht ihr dann einfach komplett um. Und dann dreht ihr das vordere Teil der Bazooka einfach nach rechts. Zack. Und das Ganze löst sich. Hier habt ihr halt so eine Einsparung, oben die Kerbe. Beim Zusammenstecken einfach wieder den Hebel umlegen. Das Ganze hier draufstecken. Hebel loslassen. Und das Ganze rastet ein. Ja, vielleicht noch ein kleines Manko. Aber was will man da machen? Das Ganze ist sehr, wie man hört, instabil, wackelt sehr laut. Aber nun gut. Mein Fazit zum M9A1 Grenade Launcher, Bazooka etc. Für die Wand, hundertprozentig. Für Hardcore Renektar auch noch eine schöne Sache, aber immer 60 € dann noch für die Hülse auszugeben. Ja gut, wie viele brauchen wir? 4, 5 Hülsen. Das wird mir schon ein bisschen auf den Keks gehen. Und dann noch der eigentliche Preis hier für 389 €. Und ja, taugen tut das Ding eigentlich nicht viel. Ich meine, für die Wand ist es ziemlich geil. Ihr könnt euch das Ding auch in die Wohnung stellen. Das bleibt stehen. Wirklich top. Immer wenn ich Gäste habe. What the fuck? Was ist das? Ich sage, ja, das ist eine Airsoft Bazooka. Das erste, was die machen, was bauen die für eine Scheiße? Aber wie gesagt, für den Hardcore Renektar oder für die Wand hundertprozentig. Ansonsten für den Airsoft-Bereich eigentlich nicht geeignet. So, nachdem wir jetzt das eigentliche Review geschafft haben, kommen wir jetzt zum spaßigen Teil. Freunde, Schusstest. Viel Spaß und genießt es. Ja, Leute, sieht schon ziemlich funny aus, oder? Visierung auf der linken Seite bringt mir nichts. Ich bin Linkshänder und die Visierung müsste auf die rechte Seite. Deswegen jetzt ohne Visierung. Pi mal Daumen. Streukreis. Jetzt, es sind auch keine 30 Meter, es sind 25 Meter, weil 30 Meter, nee, glaube ich nicht. Da verschätze ich mich dann auch. Ja, wir werden das jetzt Ganze mal gucken. Schutzbrille ist aufgesetzt. Egal ob Bazooka oder ganz normales M4. Und ja, würde ich sagen, entsichert. Versuchen wir mal unser Glück, wa? Erstmal genau gucken. Okay. Okay.
Wir haben es, denke ich, gerade mal alle gesehen. Erstmal ziemlich viel Gasaustritt, was völlig normal ist. Und die Kugeln sind jetzt nicht einmal bis zu unserem Meter mal 1,1 Meter Target gekommen. Die haben davor schon Schluss gemacht. Ich gucke mal, vielleicht ist ja doch eine durchgedrungen, aber ich denke nicht. Dann müssen wir noch mal näher dran gehen. Also das Teil kommt, ich zähle mal eben mit. Das Teil kommt gut 18 Meter weit. So, das war definitiv nix. Wir gehen dann jetzt noch mal auf 15 Meter und gucken uns das Ergebnis mal dann an. Also jetzt schon, das Teil ist eigentlich ein Schuss in den Ofen. Aber noch mal gucken auf 15 Meter. Streukreis wirklich so. Also die gehen da raus, die gehen sofort links, rechts. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt noch mal an. 15 Meter. Los geht's. Aber erst noch mal die Hülse befüllen. Oh Mama. Dann jetzt neuer Versuch. 10, 15 Meter. Mal schauen, was das jetzt gibt. Mit dem M9A1 Grenade Launcher. Und ja, wünscht mir Glück. Die haben getroffen, sind aber zu 99,578% nicht durch das Papier gegangen. Warum? Einfach viel zu schwach. So, ich würde sagen, wir brechen das Ganze hier ab, weil ich gehe jetzt nicht nochmal 5 Meter näher und bin dann so bei 8 oder 7 Meter, wo ich vor so einem 1 Meter großen Ding stehe und dass dann die Kugeln bis nach dahin fliegen. Das tue ich mir nicht an. Ich habe es gerade gesehen, 10, 15 Meter, die Kugeln, oder eher gesagt, es waren 3, 4 Kugeln, die auf das weiße Papier geschlagen sind. Ja, nee, das taugt nicht. Deswegen brechen wir das Ganze hier ab. Also Schusstest technisch ist der M9A1 Grenade Launcher Bazooka, nennt das wie ihr wollt, klar durchgefallen. Im Spielfeld braucht ihr das Ganze überhaupt nicht mitnehmen. Es ist erstmal viel zu schwer, 6 Kilo, das macht ihr nicht lange mit. Ja, und dann noch diese Schussleistung und dann immer noch das mit den Hülsen auffüllen. Also das, spätestens nach 2-mal Hülsen auffüllen geht dir das sowas von auf den Keks. Ich darf mich dann jetzt auch wieder von euch verabschieden. Ich hoffe, wir hatten wieder ein bisschen Spaß. Joris, GSP Airsoft. Freunde, nicht vergessen, Airsoft Days. Ne? 17. bis 19. Juli. Ja, jetzt bin ich fertig. Ne, ich hab keinen Bock mehr.